Hi, heute stelle ich euch verschiedene Varianten von Veinern vor, die Einsatzmöglichkeiten und worauf ihr beim Kauf achten solltet. Als erstes haben wir hier einen Veiner mit glatter Oberfläche. Den nutze ich hauptsächlich, um bei Blumen die Blattansätze deutlich zu teilen. Geneigt angesetzt ergibt das, wie ihr hier hoffentlich sehen könnt, ein optisch besseres Ergebnis, als wenn man nur den Beveler benutzt. Als zweites hier ein Veiner mit linierter Oberfläche. Diese gibt es je nach Hersteller in verschiedenen Wölbungen, dazu später aber mehr. Hier noch eine Variante eines Veiner, der sogenannte Wiggler. Den verwende ich gerne für die Blattadern, alternativ nehme ich einen linierten Veiner. Das ist alles Geschmackssache, wie ihr wollt. Wie stark ich das Tool kippe, hängt vom Platz bzw. der Breite des Blattes ab. Zuerst neige ich ihn etwas stärker, später flacher, dann später wieder stärker. Bei der Sheridan-Blume nehme ich das Tool gerne für den Blütenansatz. Hier der linierte Veiner in etwas stärkerer Wölbung, den ich hier beim Stängel der Rose verwende. Auf beiden Seiten nacheinander eingesetzt, nachher noch ein paar Zierschnitte mit dem Swivel Knife, fertig. Dann noch ein paar Veiner, die zusätzlich zur Linierung noch einige markante Wölbungen haben. Diese Art finde ich persönlich zu grob für Blattadern und nehme sie hauptsächlich als Randpunzierung. Hier ein paar Beispiele. Wer dieses Tool als Randmuster verwenden möchte, sollte auf einen besonderen Punkt achten. Diese beiden Tools sehen sich auf den ersten Blick recht ähnlich. Das rechte habe ich für die vorangegangenen Beispiele benutzt. In der Drauf- bzw. in der Seitenansicht sieht man aber, dass das andere Tool zusätzlich noch eine geneigte Oberfläche hat, was es schwerer macht, damit eine gleichmäßige Randpunzierung zu stempeln. Dazu sollte das Tool besser eine Punzieroberfläche rechtwinklig zum Griff haben, damit ich es wirklich senkrecht halten kann beim Stempeln. Wer also so ein Werkzeug online kauft, sollte besser darauf achten. Hier noch kurz zwei weitere Varianten vom Veiner. Die Auswahl ist natürlich riesig. Das war's für heute. Fragen zum Tool und Vorschläge für weitere Videos bitte unten in die Kommentare schreiben. Bezugsquellen und Herstellerempfehlungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis bald!